Sowas hatte ich noch nie in meinen Händen und das ist ein absolutes Novum für den Gravelbike-Markt. Ein Rad für 2000 € ist an sich jetzt noch nichts so Spektakuläres. Ein Rad, bei dem so viele Teile aus Carbon sind, für 2000 € ist tatsächlich sehr spektakulär. Normalerweise finden wir Räder in so einer Ausstattung ab einem Preispunkt von 3500 €. Da war ich am Anfang sehr skeptisch und wir wollen heute auch mal ein bisschen herausfinden, wo die Schwachstellen sind, wenn man auf so ein Konzept wie hier von Rhinus zurückgreift. Übrigens, wer nochmal 100 € sparen will auf den recht günstigen Preis von 1999 €, der kann das mit dem Code Felix100 auf der Webseite von Rhinus tun und dann sparst du sagenhafte 100 € auf den Kaufpreis. Was für eine Art von Gravelbike haben wir jetzt eigentlich hier? Das ist das Rhinus Sandman 5 mit einer GRX 2x11. Das heißt, vorne hast du 2 Kettenblätter und hinten hast du 11 Ritzel. Er gibt insgesamt eine recht dichte und eine recht hohe Bandbreite, die dir ja, gerade am Berg auch hilft, wenn du zum Beispiel mal schwer bepackt einen Berg hoch willst, kannst du innerhalb von vielen kleinen Gängen wählen, welcher Gang dich mit der richtigen Trittfrequenz dann auch lange Zeit nach oben entspannt begleitet. Apropos entspannt begleitet, das Gesamtgewicht von dem Rad hier ist jetzt mit 9,8 Kilo für ein Carbonrad nicht unbedingt exorbitant leicht. Liegt aber auch unter anderem an den Laufrädern. Zu denen komme ich gleich jetzt nochmal. Rhinus ist eine Marke, die gibt es schon eine ganze Weile, allerdings erst seit 2023 mit eigenen Rädern am Start. Davor haben sie eine Zeit lang per Dropshipping Teile auf ihrem Webshop in Deutschland vertrieben und sich dann irgendwann gedacht, lass uns doch einfach mal ein Rad auf die Beine stellen. Wir haben einen guten Kontakt zu den Herstellern, wir haben einen guten Kontakt zu unseren Endkunden und das kombinieren wir und schauen, dass wir durch eine hohe Stückzahl auch gleichzeitig einen günstigen Einkaufspreis bei Shimano bekommen. Und herausgekommen sind einige verschiedene Gravelbikes, auch Mountainbikes, die man dann direkt bei Rhinus auf der Webseite erhält oder auch bei Partnerwebseiten wie Kaufland oder eBay. Der Rahmen selbst ist eher so ausgelegt, dass er für gemütliches Graveln taugt. Wir haben einen Lenkwinkel mit 71,25 Grad und einen Sitzwinkel von 73,75 Grad. Das ist jetzt nicht mehr ganz State of the Art, bedeutet aber für dich, dass du mit einem Stack to Reach von 1,57 relativ entspannt auch auf diesem Rad vor dich hin graveln kannst. Es ist also kein besonders schnelles Rad, sondern eher ein besonders gemütliches Gravelrad, was auch im Alltag und bei Bikepacking-Tour eine gute Figur macht. Wir haben allerdings auf der anderen Seite auch einen relativ langen Vorbau. Ein integriertes Cockpit bedeutet auch für dich, du kannst da nicht allzu viel wählen und wenn dir der Vorbau nicht taugt, dann musst du auch gleich den Lenker mittauschen. Der Vorbau hier ist mit 100 mm Länge eher in der längeren Seite angeordnet und bedeutet dann, dass dein ganzes Körpergewicht und auch dein Schwerpunkt weiter nach vorne kommt und du da auch mehr Gewicht aufs Vorderrad mitbringst, was die Steuerung etwas direkter und auch vor allem feinfühliger macht, als wenn du so aufrecht die ganze Zeit vor dich hin fährst. Auf der anderen Seite hat der Lenker, der 420 mm in der Rahmengröße jetzt breit ist, was interessant ist, und zwar geht der außen so V-förmig auseinander. Das heißt, wenn du jetzt besonders weit außen fährst, hast du gestrecktere Arme, als wenn du weiter innen greifst. Da kommen die Ellbogen näher zum Körper und somit kannst du auch so ein bisschen aerodynamischer im Oberlenker fahren. Typisch für ein Gravelbike hat auch der Lenker hier Flair, also ist nach außen gestellt, hier im Unterlenker mit moderaten 13 Grad. Das ist mega angenehm und ich finde auch so, wie die Schaltbremshebel hier montiert sind, ist es genau richtig, um auch gerade Gravel-Einsteigern einen sicheren und vor allem einen schönen, unkomplizierten Einstieg ins Graveln zu erleichtern. Ich persönlich bin ja auch immer ein riesengroßer Fan von den Shimano Bremshebeln und auch die in der GRX 600er Version sind ausreichend komfortabel und vor allem im Schaltverhalten super präzise und wäre meine absolute Go-To-Schaltung, wenn es um Preis-Leistung geht. Wenn du jetzt hier zum ersten Mal auf eine GRX-Schaltung blickst, erkläre ich dir auch ganz kurz, was das bedeutet. Shimano kennst du wahrscheinlich, es ist ein berühmter japanischer Komponentenhersteller, vor allem für Fahrrad, aber auch für Angelkomponenten, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Die Shimano-Kurbel findet man an vielen günstigen Rädern nicht, aber die Schaltbremshebel und auch die Kassette und auch den Umwerfer findet man meistens. Umso erfreulicher, dass die Kurbel und auch die 2 Ritzel hier vorne von der GRX 600 entnommen worden sind und auch das Schaltwerk von der höherwertigen
RX 810er Serie sind. Das Schaltwerk bei der GRX-Gruppe hat nochmal was Besonderes, und zwar das Shadow Plus. Wenn du jetzt einen Platten hast und das Schaltwerk nach hinten biegen musst, um zum Beispiel das Hinterrad auszubauen, dann schaltest du Shadow Plus aus und kannst danach, wenn du es wieder eingebaut hast, Shadow Plus wieder anschalten und entspannt über ruckliges Gelände drüber graveln. Ziemlich coole und ziemlich einfache Lösung. Und was jetzt noch viel wichtiger ist für den Fahrbericht, die Übersetzung bei dem Rad ist jetzt auch sehr clever gewählt, auch so ein Mittelding zwischen besonders schnell und besonders langsamen Gängen. Das heißt 46 am großen Kettenblatt vorne, 30 Gänge am kleinen Kettenblatt vorne und hinten hast du eine Kassette, auch von Shimano aus der GRX 600er Gruppe, mit 11 Zähnen am kleinsten Ritzel und 34 Zähnen am großen Ritzel. Ja, und somit bist du dann auch leicht untersetzt beim Bergauffahren und kommst dann auch nicht in die Verlegenheit, dass dir irgendein Rettungsanker fehlt, wenn das Rad dann auch mal schwer bepackt ist. Schwer bepackt kann es sein, wenn du ein bisschen weniger Gewicht mitbringst, denn das zulässige Gesamtgewicht von dem Rad ist jetzt mit 120 Kilogramm bei einem normalen Limit auch festgelegt. Die Frage ist natürlich immer, kann man das dann Einsteigern empfehlen, wenn es jetzt keinen namhaften Hersteller hat und ist hier irgendwas sehr verdächtig günstig. Wenn man sich jetzt so ein bisschen reinfuchst und auch als Einsteiger überlegt, lohnt sich die Investition in ein Carbonrad überhaupt oder bleibe ich lieber bei Alu, dann ist so der größere Unterschied neben dem Preis vor allem der Komfort, den so ein Carbonrad gegenüber einem Alurad hat. Die Carbonräder sind an den richtigen Stellen etwas federnder. Zum Beispiel hier an der Sattelstütze merkt man das. Die können dann etwas mehr arbeiten. Und wenn du mit deinem Eigengewicht dann zum Beispiel hier auch auf die Sitzstreben kommst, dann arbeitet der Rahmen dementsprechend. Und so kannst du dann, selbst ohne so durchgeschüttelt zu werden, etwas länger fahren. Und es ist einfach insgesamt ein bisschen bequemer. Wo wurde jetzt an dem Rad gespart und wo ist vielleicht auch so die Grenze von dem Rad und auch dem Einsatzzweck? Das Rad selbst hat vernünftige No-Name-Mäntel drauf in 40 mm Breite. Das ist so eine Reifenbreite, die vor kurzem eigentlich noch absoluter Standard war im Reifengame. Mittlerweile sind die meisten Gravelbikes ein bisschen breiter bereift mit ungefähr 45 mm und das kann dieses Rad jetzt nicht. Die maximale Reifenbreite ist mit 43 mm etwas schmäler, als es bei vielen moderneren Gravelbikes ausfällt. Dennoch kommt man mit 40 mm Reifen etwas aerodynamischer gerade auf der Straße vorwärts und wenn man dann ein bisschen runtergeht mit dem Reifendruck bzw. tubeless unterwegs ist, kann man sich dann auch diesen wurzeligen Passagen, wo es auch ein bisschen feuchter wird, so wie hier, ganz gut annähern. Wäre für mich jetzt nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, außer du hast vor, besonders schwer bepackte Bikepacking-Touren zu fahren oder besonders technische Trails mit dem Gravelbike zu fahren. Die Laufräder selbst sind eine Mischung aus den Novatec Narben und Rhinos belabelten Alufelge. Einerseits wird der Gesamtpreis dadurch günstiger und andererseits wird das Gesamtgewicht dadurch höher. Heißt, das Geld, das du dir sparst, könntest du dann als erstes vielleicht in hochwertige Laufräder stecken und dann ist dieses Rad auch im Antritt super spritzig, denn da kommt es jetzt mit den schweren Laufrädern nicht so ganz schnell vom Fleck, wie jetzt beispielsweise ein Rad, was 4.000, 5.000 Euro kostet. Aber das ist auch ein sehr unfairer Vergleich. Was absolut ungewöhnlich ist in der Preisklasse, vor allem auch bei Carbonrädern, ist, dass man auf integrierte Kabelführung setzt. Das bedeutet, dass die Kabel, die von der Schaltung und von der Bremse hier in den Lenker reingeführt werden und dann hier unten durch das Steuerrohr zur Vorderbremse bzw. hinten zur Hinterbremse und zur Schaltung geführt werden. Ich finde es tatsächlich, auch wenn es in der Wartung etwas komplizierter sein mag, schöner. Sofern nichts klappert und hier klappert auch nichts. Ganz wichtig auch immer, dass an dem Rad schon Anschraubpunkte vorhanden sind. Du hast 3 Anschraubpunkte an der Gabel, 5 im Rahmendreieck und 2 auf der Unterseite des Oberrohrs. Außerdem kannst du hinten auch direkt einen Gepäckträger oder auch ein Schutzblech am Hinterbau mit den jeweiligen Anschraubpunkten, 6 sind es an der Zahl, befestigen. Ich fahre jetzt Rahmengröße L. Bei einer Körpergröße von 1,80 Meter und einer Schrittlänge von 83 cm liege ich so zwischen M und L und würde selbst, da ich eher agile und vor allem spritzige Räder mag, zu M greifen. Das Antrittsverhalten bei dem Rad ist durchaus stabil, das kann sich auch sehen lassen. Im Vergleich jetzt zu höherwertigeren Rädern allerdings merkt man dann schon den Unterschied, unter anderem, dass die Sitzstreben nicht ganz so krass flexen wie jetzt bei einem Rad, was
6.000, 7.000 Euro kostet. Aber es wäre auch ein bisschen schade, wenn es diesen Unterschied nicht gäbe. Ich glaube aber, dass Einsteiger, die noch nie auf einem Carbon Gravelbike gesessen sind, überhaupt nichts vermissen werden, was auch ein bisschen verwunderlich ist. Das Einzige, was man Einsteigern vielleicht erzählen darf, ist, was sind eigentlich Open Mold Rahmen? Open Mold Rahmen sind Rahmen, die nicht direkt vom Hersteller entwickelt worden sind, sondern das sind Rahmen, die von einem Rahmenhersteller bereits im Einsatz sind und die an verschiedene kleinere Hersteller dann verliehen werden. Dafür fällt eine Lizenzgebühr an. Dadurch spart sich aber die Firma selbst Entwicklungskosten und vor allem die Produktionskosten für diese Rahmenformen, die Molds, für die dann extrem große Gebühren fällig werden, wenn man die dann tatsächlich selber bauen muss. Und dadurch kann man dann schlussendlich, wenn man eine große Stückzahl auch abnimmt, sehr, sehr viel Geld sparen in der Entwicklung, bei den Molds und dann aber auch beim Einkauf von Schaltgruppen. Und genau das hat Rhinus gemacht und dadurch kommt schlussendlich auch ein sehr potentes Rad raus. Das machen sehr, sehr viele andere Hersteller auch, nur manche machen das eben sehr viel teurer und manche machen das auch sehr viel schlechter. Die Teile, die dann aus Fernost kommen, werden dann mit den Teilen, die aus anderen europäischen Teilen kommen, in Frankfurt an der Oder zusammengebaut und dann von dort aus zu den einzelnen Vertriebspartnern bzw. zu euch als Endkunden geschickt. Es gibt allerdings noch kein Händlernetzwerk, auf das ihr zurückgreifen könnt, ähnlich wie es bei den Direktversendern bei Canyon oder Rose eben auch der Fall ist. Wenn dieses Rad kaputt ist, könnt ihr nicht direkt zum Händler gehen. Und für Rhinus gilt natürlich auch, da sie ihren Firmensitz in Frankfurt an der Oder haben, müssen sie auch die gesetzesmäßigen 2 Jahre Garantieleistung anbieten. Meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr interessante Art und Weise, eine Firma aufzubauen. Ich würde es gerade wahrscheinlich sehr ähnlich machen, mit Open Mold Rahmen ein sehr günstiges Paket anzubieten und darauf dann einen Firmennamen zu etablieren und den dann später mit eigenen Produkten zu füllen. Ja, was ist eure Meinung zu Rhinus? Was ist eure Meinung zu dem Rad? Lasst uns das gerne wissen, auch wenn ihr Fragen zu dem Rad habt. Und vergesst nicht, mit dem Code FELIX100 bekommt ihr 100 Euro Rabatt, falls ihr euch das Rad gönnen wollt. Vielen Dank an Rhinus für das Vertrauen, das Rad testen zu dürfen. Vielen Dank an Holger fürs Filmen. Und ich bleibe noch ein bisschen in der Badewanne. Bis bald. Ciao.